Ich darf trotzdem? Ich dachte jetzt Game Over. Happy St. Swithin's Day to all our listeners. We're here live down at the parade where St. Swithin himself is set to make an appearance any minute now. Oh, I think I see him. Yes, there he is, riding merrily atop his rain cloud, throwing many barometers to the happy dancing children below. Das ist doch Miss Abernathy. Just a reminder, because of the parade's extensive and convoluted route, many stores and services will be closed today. We'll now take the traditional 267 minutes of bagpipes in honor of St. Swithin's Day. Ey, Dudelsäcke sind echt so eine Sache. Also einerseits gibt es Sachen, die ich ultra schön finde. Das zum Beispiel gefällt mir wirklich. Und auf der anderen Seite gehen sie mir so auf den Arsch. Kein Brief von meinem Daddy? Huh. I guess there's no letter from Dad today because of the holiday. I hope he's doing okay. Wie hat ihm mein Witz gefallen? Come on, give it back or Oh, so. stop saying that. Das geht nicht automatisch weiter, ne? Ne. All right, break it up, you two. Weil das Radio geht automatisch weiter. Lil, what are you doing here? I live here. What are you doing here? I work here. I got a job getting rid of the rats. There's a lot of rats in here, Lamont. I'm not very good at it. These rats are pretty smart. This one stole a crystal that I found. No, I found it. Ugh. Lil, can you talk to him or something? Miau. Hey, rat. Meow. Die Ratte sieht dich mit einem Ausdruck an, als ob sie sich nicht nur für dich, sondern für alle Menschen schämen würde. Sie bewegt sich und enthüllt einen Kristall der Magiergüte. Hey, he gave it back. Thanks, Lil. Now, shoo, get out of here. Okay, geez. I have to go to work anyways. No, not you. The rat. Can you tell Isla and Simon that I won't be able to meet up with them? I have to clear all these rats before this place opens tonight. You might as well take this crystal. Das ist auch Miss Abernathy, ne? Danke. Wo ist Isla? I was supposed to meet her at Councilwoman Ash's office. I was supposed to meet him down by the docks. Viel I Glück. don't need luck. I need a foolproof way to get rid of these rats. Mau. So. Da ist eine Notiz. Liebe Leserinnen und Leser dieser Nachricht, Garbys Emporium der Wunder wird zu Ehren des St. Swithin-Tags geschlossen sein. Bitte wendet euch mit eurem Anliegen an das andere Lokal in der Stadt. Oh, wartet, es gibt ja keins. Ich bin der einzige Laden, den es gibt. Ich habe euch im kapitalistischen Würgegriff. Der Laden wird morgen um 9 Uhr wieder geöffnet sein. PS, wenn das Lil ist, ich habe deine Hooligan-Freunde gesehen, als ich diese Nachricht schrieb. Und sie haben Kristalle im Wert von einer ganzen Schicht, wenn du sie aufspüren kannst. Meine Hooligan-Freunde? Nee? Die Kleinen? Sind das meine Hooligan-Freunde? Okay, wo ist... Ah, Ashs Büro. Ja. Da waren wir aber noch... Waren wir da jemals? Nee, ne? Nee. Lil? How unexpected. Du auch. I could say the same about you. What are you doing in Ash's office? I'm volunteering as her unpaid intern. My mom said this will fast track me to get into the Youth Politician Training Program for Two-Faced Cutthroats and Liars, or the YPTPTFCL. She says it'll help build character. Yikes. I'm here because I'm supposed to tell you that Lamont will be able to meet up later. He's, stuck at the office.
Oh, that hardworking lug. He'll be the perfect trophy husband for me. He's so distractingly handsome that it'll both impress and intimidate my opponents. Okay, well, let me know if there's anything I can do to help you with that. Now that you mention it. Oh, crap. The YPTPTFCL does have an entrance exam that I could use your help with. And I've got something from Garby if you do. Okay, das sind meine Hooligan-Freunde. Okay, what do I have to do? There are a couple of questions about current and historical affairs Ja, klar, gar that kein I still Problem. need to answer. Here we go. What was the name of the late King Oswin's father? König Oswin? Ich meine nur, der König Oswin hatte bestimmt einen König Oswin als Vater. War das Maverick? Es war Maverick bestimmt. Question 2. Wissen wir What wahrscheinlich nicht. is the current name of the das Goblin weiß Ball ich. Stadium? Ich weiß es nicht und puh, ich weiß es einfach nicht. Das aufregende Rinne. Die aufregende Rinne. Aber hey, ja. Great. Question 3. The Crown Prince of Petrard, Phineas Pomp, is the son of... Amelia, oder? Keine And Ahnung. last one. Mega weiß rock superstar Vlad Extreme plays what Gitarre. kind of instrument? Gitarre. Okay, that's all the questions. Thanks so much for your help, Lil. Gut, dass wir nicht Here, gut darin take sein this. mussten. It's from Garby. Schlaf gut, Klebi, träum was Schönes. Der verschollene König Oswin. Dann werden sie endlich dazu kommen, diese durch Königin des Dämonen zu ersetzen. Travis ist nicht hier, aber selbst wenn er hier wäre, würdest du wirklich mit ihm reden wollen? Wer ist Travis? Der Bericht eines Überlebenden der Marley-Threepwood-Dynastie. Oh! Ich muss hier raus. What a fancy collection of bottles. Monkey Island ist, also das haben wir lang genug gespielt. Kein Bock mehr. Nee. Ich erinnere mich immer noch an die Planke und den dummen Hundenapf. Boah, krieg ich die Krise. Wo sind die Docs hier? Ja, das ist vor. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Nee. Oh, schön. Oh, Diddums, my trusty valet, we've been so displaced by the war. Ausgebotet. Yes, Mum, we have. Weil sie an den Docks wohnen. It simply must stop by any means necessary. The means necessary to stop war must at all times be relentless, Mum. How true, Diddums. Mark Goblin Twain, correct? No, Mum, his cousin Egbert. Ja, ich dachte, er ist tot. Lil. Seamus McGoblin. What Hä, brings ich you dachte, and er your ist family to tot. the docks? Oh, we live here now. Things got a bit tight after the war started, so we had to relocate. It's not the prettiest or safest place to live. Dafür hätte ich zu Urzeiten sogar Roffel geschrieben. But, No, but this place is awful. well, at least you're all together, right? Oh, not so. One of our boys, teeny Tom McGoblin, was lagging behind when we fled, so we had to hurry along without him. Monkey Island. He should be arriving in the sprawl any day now. If you're working the gate, would you mind not giving him too much trouble and let him in? Wie heißt er nochmal? I'll have to wait and see how I feel. Okay, I guess that's as good as an answer as I'm gonna get. Ich habe vergessen, wie sein Sohn heißt. Egal. Affeninsel? Astotska?
Wir haben es ja kapiert. Du musst nicht wörtlich auf deine Einflüsse hinweisen. Aber was ist Arstotzka? Was ist Arstotzka? Welches Spiel? Und warum übersetzt ihr denn Affeninsel? Warum übersetzt... Nee. Hast du auch schon das Spiel Affeninsel gespielt? Papers, Please, okay, das habe ich nie gespielt. Hallöchen, also, ja. Turns out this oligarch's money has been seized due to the war. Ist er nicht so tot? now I've been forced to take up residence here among these poor people. Aber hat er nicht... Also, hat er nicht einen Herzinfarkt bekommen, während er auf einem Blumenfeld mit seiner großen Liebe spaziert ist? Because you're poor now too. Isn't that fun? No. Oh, schick. Farblich passt er. Mr. Fantastico. I haven't seen you around for a bit. Have you seen this princess? Nee, was? This person? This person. My journey for the most fantastic hat took me to the countryside, where I was drafted into the war. Well, that sucks. But you're back now. Does that mean my dad is back too? Unfortunately, your father remains at the front lines. I, however, got sent home for wearing too many fantastic hats. Apparently, it was alerting the enemy to our presence. Well, I'm happy you're home, and that you got to try on some fantastic hats. But they were not fantastic enough. My journey, it continues. Oh Gott, dann haben wir mit ihm geredet. Also, your father gave me this letter to give to you. A letter from Dad. Okay, wie fand er meinen Witz? Dear Lil, thanks for your last letter. I really enjoyed reading it. Except that part when you told the really, really dirty joke. Where did you even hear a joke like that? You're 12! Is this how your friends talk? Because I don't think you should be hanging around with them if they know words like that. Regardless, I told your joke to the guys and they all loved it. But now I have a reputation as a funny guy, and they all want me to tell more jokes like that. So before you dump those little monsters forever, get them to write down a few more jokes just like that one, will ya? This war is tough, but they say there will be a ceasefire on St. Swithin's Day, so that's something to look forward to. But what's really keeping me going through the darkest moments is the thought of getting back to you. I love you, Lil. Please write back soon. Love, Dad. Oh, Daddy. I better write back to him. Hey, Mr. Capello, do you have a pen and paper on you? Fantastic or otherwise? Of course, child. Dad got a little mushy at the end of that last one. How should I respond? Ist mir egal, und wenn er deswegen stirbt, wir bleiben rührselig. Lil wird einen gefühlvollen, liebevollen Brief an ihren Vater schreiben. Bist du sicher? Ja! Ich würde Daddy töten, ich weiß es einfach. Zumindest war der schmutzige Witz gar nicht so schlimm. Hey, Mr. Capello, do you think you could mail this letter for me, fantastically or otherwise? Of course, child. I will search for a stamp for your letter that is so fantastic that it stops the postman in his tracks and makes him cry to the heavens, "Wow! Now that is one fantastic stamp!" Muss nicht sein, schick ihn bitte einfach ab. Or, you know, whatever's the cheapest. Step right up, folks, and take your turn at being a winner. Find the queen and uncover a royal prize. How about you, young lady? Care to be a winner? Simon, it's me, Lil. Lamont says he's stuck at work and won't be able to meet up with you. Hey, Uncle Fredo, she's made me. What do I do? Just play it cool and act like you've never seen her before. Sorry, ma'am, who I'm gonna act like I've never seen before. Would you care to play a game that's almost guaranteed to make you a winner? Dreckiges Glücksspiel. Are you trying to con me, Simon? Uncle Fredo? Never admit you're running a con. I've got something for Garby for you, but I can't just give them to you. You'll have to play for them. Ja, gut, komm. All right, what's the hustle? It's not a scam at all, ma'am. All you need to do is find the queen. She's one of the 3 cards you see in front of you.
Just keep your eye on the prize. Where's the queen? Congratulations! You found the queen, you won the jackpot. Man nannte mich Adleraugenalia. You're making it too easy. Since I'm stuck here, could you be a pal and make sure Isla knows about Lamont not showing up? She's gonna be crushed. Hä? Aber ich habe ihr das schon erzählt. Hä? Ich war doch schon bei ihr, hä? Dankeschön. Also ich gehe jetzt nochmal hin, einfach nur um sicher zu gehen. Augenschluss, was? Also, gucken wir einfach mal. Also... Thanks, Lil. If you see that hunk of a lug, Lamont, put in a good word for me. All right there, Isla. Gut, das haben wir auch schon. Wo muss ich hin? Muss ich nicht meinen Wachposten besetzen? Gibt es keine? Beginne deine Schicht, okay. Kerker, Malcolms Büro. Ich muss eigentlich überhaupt nirgendwo hingehen, oder? Ich gehe mal nur um nachzugucken. Lil, it's good that you're here. Wait, tell me, are we having this conversation for the first time? Second? Are we stuck in a loop? We are totally stuck in a time loop, and the only way for us to break out of it is if you tell me your deepest, darkest secret. Be serious. These are dark times. Darauf beharren. I'm dead serious. Your past self, clinging to the edge of that pit, told me it was our only hope. Fine. I've never told anyone this before, but sometimes, late at night, when I think no one's looking, I try to... Ja? Oof, gotcha. I don't mess with the chronometer after hours. I'm frightened enough of being sent back in time or forward in space or whatever, using it at the guard shed. I'm glad to hear it. The readings I've been receiving from the device have been outside of my comfort zone. Not to mention the fact that those mages seem hell-bent on manufacturing another one. What is with those mages? It seems like for every lovable stoner like Echo, there's 3 spooks like Tyronius these days. Dankeschön, Holzfrosch, für den Resub für die 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Und hallo, Holzfrosch. That's an extremely perceptive observation. You're working the night shift again tonight, correct? I'd like to requisition an upgrade for one of your tools. Which one would you like me to upgrade? Oh, nett. Die Röntgenstrahlnummer. It is done. Danke. Gee, thanks. That's awesome. I just hope it's not too little too late considering what we're up against. Okay, drama queen. Keep that plucky fighting spirit about you. You'll need it. You're proving my point. Goodbye, Lil. Goodbye, Dr. B. Tschüss. Wisst ihr, was ich mir gerade überlegt habe? Ich könnte eigentlich auch sowas wie Persona 5 einfach wieder spielen. Zum Wachhäuschen gehen, um die Nachtschicht zu übernehmen. Ja. Ah nein, ich war im Kerker unten. Egal. Upsi. New York. Oh nein. Okay, Waldentität, also Waldentitäten. Na? Vorjahr, Holzfäller, Äxte, schlecht organisierte Zusammenkünfte. Okay, sind wirklich neutral. Geister. Keine Angaben. Dasein als Scheinwesen. Okay. Dasein als Scheinwesen, ja. Lykanthropen, Silber, aufgehende Sonne, sind böse. Maulwurf, tatsächlich nicht tödlich. Unterschiedlich, oft wirklich neutral. Aha.
Vor langer Zeit schuf sich eine Untergruppe aus Menschen und Elfen ein Leben unter der Erde. Dieser Evolutionszweig begann sich rasch zu verändern, um sich an seine neue Existenz anzupassen. Sie wurden kleiner und verließen sich stärker auf ihren Geruchs- und Gehörsinn als auf ihr schon bald weiterentwickeltes Sehvermögen. Zusätzlich nahmen ihre Hände und Finger aufgrund des vielen Grabens eine clownartige Form an. Auch wenn sie auf einige entstellt und sogar monströs wirken, tut dem Maulwurf-Volk bitte nichts zuleide und bitte tritt sie nicht. Immerhin besäße Sprawl ohne die Arbeit und das Graben-Know-how des... Achso, das hatten wir schon, ne? Nekromant. Es war nur keiner dabei. Ja. Sein Ego, genau. Vampire. Getreidekörner zählen, genau. Wasser, Feuer. Hexen hatten wir aber noch nicht, oder? Auch wenn sie selten sind und oft nicht von normalen Personen unterschieden werden können, so ist es doch möglich, einer Hexe zu begegnen, wenn man Wache schiebt. Es gibt Tests, die durchgeführt werden können, um zu bestätigen oder zu entkräftigen, dass es sich wirklich um eine Hexe handelt. Wenn die vermeintliche Hexe zum Beispiel das gleiche Gewicht wie eine Ente hat, besteht sie aus Holz und man kann daher sagen, sie ist eine Hexe. Was? Hä? Was ist das heute mit den Enten? In der Praxis kann man Hexen allerdings nicht so einfach von normalen Personen unterscheiden. Allerdings können sie auch Hintergedanken haben. Sie haben oft einen Plan B und ihr moralischer Kompass neigt dazu, etwas anders gepolt zu sein. Ich verkneife mir alles gerade, ja? Jeden Kommentar zu der letzten Aussage verkneife ich mir. Keine ernstzunehmenden Gegner für einen schnellen Läufer. Neutral. Sieh mal, die einzigen Zombies, die es hier in der Gegend gibt, sind die guten, alten, sich langsam bewegenden Exemplare. Gott sei Dank. Behandle sie wie Schafe und treibe sie dorthin, wo du sie brauchst. Sie sind relativ harmlos. Okay. Ich habe aber keine Waagschale, Tanni. Also, ich nehme mal das Wahrheitsspray. Ich nehme, glaube ich, alles. Die Nachtschicht kann knifflig sein. Okay. Wagnis der Nichtwissenheit eingehen. Why, hello, my dear. I'm just coming home from a long night tending the apple orchards. Bist du aus Holz? It's almost harvest season, and it couldn't come at a better time with the food shortage. Will you let me pass? Sind Hexen einzulassen oder nicht einzulassen? Sehr gut oder sehr schlecht? Toll! I've got the first apples of what looks to be a very fruitful harvest. Tee-hee! Just a little gardening humor, dear. I'm using them to make a delicious pie. It's my absolute favorite recipe from my absolute favorite cookbook. See? Den Apfel willst du nicht zufällig der Königin geben, oder? Necken? Das war doch sonst mal ärgern. Ich zweifle. I don't see how it could be a fruitful harvest this year. There's a war raging outside our walls. That can't have a positive impact on the orchards. No, dear, you're right. The orchards were a bit sad. But still, a few good apples and we should be able to make pies for every grown-up in the sprawl. Ich meine, Äpfel sind Essen, ne? Ich habe Feuer, aber ich kann es nicht nutzen. Es tut mir sehr leid. Achso, das... Ah. Oh. I don't mean to be rude, but are you a witch? Danke. Oh, oh, my dear, it's not rude at all. Of course I'm a witch. It would be rather dangerous being out all alone if I wasn't a witch, wouldn't it? Most people just assume I'm a witch, but it's nice to be asked. Na schön. Cool. I've never met a witch before. Haven't you? I wouldn't be so sure. You may have known a witch all your life and just not known it. Miss Abernathy. What I want to know is, are you a good witch or a bad witch? Good or bad, eh? Do you really think it's that easy? What may be good for some isn't necessarily good for all, and vice versa. Like everyone else, I suppose I'm both. Which witch do you think I am? Gute Hexe, You sonst seem hätte like a pretty good witch to sonst me. hätte sie nicht so geantwortet.
Das ist das, was ich Thank im you, letzten my Stream erst dear. gesagt habe. I like to think so too. I'm planning on sharing my pies with all of the nice people Die darf gern defending alle our fair vergiften. Die macht's queendom. wenigstens nett. Apple pies? Sweet. Oh, Queendom. No, my dear. With all of these candies wrapped in foil, I can fatten up the children of the sprawl. Then, with these delicious magical apples, I'll put the fat little piggies to sleep and bake them into delicious pies. Ich nehme alles zurück. I might have to change my answer to the good witch, bad witch question. Ich nehme alles zurück. Ich pack die in den Knast, Alter. Die dumme Kuh, ey. Oh. Ich habe ihr vertraut. Sie hatte so ein nettes Lächeln. I'll get you, my pretty, and your little dog, too. Ich habe keinen Hund, auch wenn da ein Hund bellt. What? I don't have a dog. Don't you? No. Oh, well then I guess I'll just have to make you one. Was? 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 In einen kleinen Terrier verwandelt bist du nicht mehr in der Lage, deiner Arbeit als Burgwache nachzugehen. Why, hello, my dear. I'm just coming home from a long night tending the apple orchard. Was mache ich jetzt? I've got Terrieriss. Was mache ich jetzt? Aber durchlassen. Nee, ich muss sie einfach nur abweisen, oder? Cool. What I want. Good. What? Ich mache alles so wie sonst. Also wie sonst, wie gerade eben. Aber ich lasse sie nicht durch. But my plans! My glorious, glorious plans! And my delicious pie! You'll just have to take it somewhere else, sister. All right. But before I go, I'll share a secret with you. This is no ordinary apple. It's a magic wishing apple. Wishing apple? Yes. One bite and all your wishes come true. Would you like to take it? Klar, verkaufe ich. Sure. Give me the apple. All right, dear. But don't eat it until you... Huh? Oh dear. Night, night, my darling. Ich wollte ihn verkaufen, nicht essen. Alter, diese Hexe ist wirklich, also schlimmstens gefährlich. Ich habe gesagt, nehmen, nicht essen. Das sind Unterschiede. Ja, es sind feine Unterschiede und manche Leute kennen sie nicht. Aber es ist ein Unterschied, wenn selbst ich ihn kenne. I've got... Oh. Diese blöde Kuh. Nie machst du, was du willst. Nee, nee, nie macht die das. Die hört einfach nicht. What I want. Good. What? You see. Wollte dann Garby verkaufen. Wenn er gestorben wäre, hätte ich ihn ausräubern können und hätte alles umsonst bekommen. Und dann hätte ich das kapitalistische Machtmonopol gehabt. Nein, ich will ihn nicht. No thanks. I've got this thing about taking food from strangers. Einen Tag und 5 Stunden zugeschaut. Ich brauche ein anderes Leben. Keine Sorge, ich habe 3 Tage, 6 Stunden gestreamt. Also du hast nicht mal die Hälfte mitgekriegt. Alles gut, Keksi. What a clever little girl you are. Du hast also noch ein Leben, wollte ich damit sagen. Fleischpasteten aus Kindern. Nun, das ist mal eine Kinderüberraschung. Du hast ihren heimtückischen Plan herausgefunden und das Richtige getan. Da warst du arbeiten. Siehst du, hast du ein Leben. Oh, ich kann ihn wieder die Schritte... It is the same little guardsman who admitted scary tree monster in our previous encounter.
I am here today to attend a meeting at your puny and horribly decorated city hall. Ist jetzt was Neues oder... soll ich ihn nochmal dechiffrieren? Ich meine... I was successful in my bid to represent the constituents of Darkwood Forest on the outskirts of Kaladar. You are now looking at me, scary tree monster. I ran unopposed and threatened to stomp and thwomp any who entered the race against me. It was a landslide. 1 Tag und 18 Stunden. Sehr gut, No sehr wonder gut. you ran unopposed. I wouldn't want to get stomped and or thwomped either. Also ich finde es übrigens sehr gut. Also je mehr Zeit ihr hier verbringt, desto krasser sind eure Leben, ja? Desto besser seid ihr. Smart kid. Danke. Eigentlich kann ich ihn einfach durchlassen, oder? Kriege ich das? In my new capacity as an elected official, I have been in communication with Councilwoman Ash and Lieutenant Stryker. They each have plans to use my newfound political capital to achieve their goals. So many options for Mayor Scary Tree Monster. Ich muss noch mehr streamen, damit ich mehr Zeit mit dir verbringen kann. Für ein besseres Leben. Ja, sehr gut. Sehr gute Einstellung, ja. 1 Tag und 14 Stunden lang beim Stream zugeschaut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 3 Tage, 7 Stunden. Ich habe nur 3 Tage, 6 Stunden gestreamt, Dominik. Wow, you've been busy. Making connections and getting to know all the people? Sounds exciting. Yes. It has been quite an adjustment for Scary Tree Monster, but I am doing my best. It is quite stressful, though. Schaut euch die Videos. Tatsächlich stimmt das, weil er sie schneidet. 3 Tage, 4 Stunden nur. Also Birma, wirklich. Nur 3 Tage, 4 Stunden. You are wasting my precious time, tiny human gatekeeper. I should stomp and thwomp you. If this is the way the sprawl treats visiting dignitaries, ich wollte nur mit dir reden. No wonder you have made such powerful enemies. I will go and lend my political and physical might to their cause against you. Upsi. Nee, VODs schauen zählt auf jeden Fall nicht dazu. 2 Tage, 16 Stunden. Oh, Tanni. Wo ist der halbe Tag hin? Oh Mann, was ist der denn so? Okay. Ich dachte, also das Problem an der Sache ist, ich dachte, wir kriegen heute das Spiel durch, aber wenn wir das Spiel nicht durchkriegen, dann heißt es ja, dass wir am Donnerstag auf keinen Fall Black Mirror 2 anfangen können. Wow, you've been... Okay, und jetzt lasse ich ihn einfach durch. Mayor Scary Tree Monster humbly accepts entry into the sprawl. Oh, well, that's very nice to hear. To stomp and thwomp any who oppose his demands. Oh. Hätte ich ein... Du hast die ehemals furchteinflößende Baumkreatur, die mittlerweile zum Staatsdiener wurde, eingelassen. Gut gemacht. Ansonsten wäre auf dir herumgestampft und getrampelt worden. Oh, hätte ich ihn nochmal dechiffrieren müssen, aber das hatte ich schon. Das war der Gedanke. Der Linke. Brrr. Ja, was denn? Okay, warte, wie war das? Man bekommt sie dahin, wie man will. Die einzigen Zombies, die es hier in der Gegend gibt, sind die guten, alten, sich langsam bewegenden Exemplare. Gott sei Dank, behandle sie wie Schafe und treibe sie dorthin, wo du sie brauchst. Okay. Kann ich mit euch reden? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich nehme aber die Peitsche. You're supposed to say, Brains, brains.
brains. Lil und ich haben den gleichen Humor. I almost thought that might work. So, Peitsche raus. Geht. Tschu. Tschu. They're wandering off. Bye, zombies! Sie sind harmlos, aber im Schnitt hast du das Richtige getan. Bye, bye. Oh, hi. Hi. You must be Lil. I was told to come to these gates so that I could be looked after by you. I'll be heading in now unless you need something else from me. Ja, eigentlich dürftest du durchgehen, ne? Also, du bist ja ein netter. Nicht zu leide, genau, weil, also du musst ja unseren Lebensmittel... ich ruf mal die Ash an, ne? Warte. You've reached the office of Councilwoman Ash. This is Isla speaking. How can I help you? You've been practicing, haven't you? Das Chat und Textoption können wir nicht antworten. Das passt schon, Sansu. Ihr habt einen kleinen Klaps auf mich dann bekommen. Hey, Lil, what's up? Got a mole person here. Does he look like he's on an important mission? Yeah, he does. I'll put you through to the councilwoman. Please hold. Ah, good. Puxatawny Polly found his way to you. I knew you were the right guard for this assignment. Do not delay him. He's got a very important mission to attend to. Let him in and forget you ever saw him. Okay. Thanks. I'll take it from here. Na dann, rein da. I'll be off to take care of this top secret assignment. Thanks, kid. I knew I was right to come to your gate. Ist das nicht auch das einzige Gate? Du hast diesen Spezialisten mit seinem Werkzeug eingelassen. Sein Plan war etwas umfangreicher, aber schließlich auch streng geheim. Deswegen, was, hä? Das geht mich doch nichts an. Außerdem kriege ich für 3 und 4 Sterne das Gleiche. Hello. Holy hell! You are actually a nightmare come to life. Heißt du Fretzen? Is it the belt? Ja, What? der Gürtel. No. Ja, der Gürtel. Is it the knife and the hockey mask? And the knife glove. Yes. Are you sure it's not the belt? Because I have a big job interview today, and I don't want anything to ruin it. Also, sie muss Erfahrung haben, weil da, also sie hat Muskeln. Sie wird öfter mal, also... It's not the belt. Nee, nicht Fredison. Fretzen heißt sie. Ganz sicher. Ich spray mal, ne? Erzähl doch mal, was willst du denn? That night I died in the woods, a demonic spirit of vengeance possessed my shattered heart and brought my twisted corpse back to life. Now, I am cursed to wander the campgrounds of Lake Scream and Die at night until I have slaughtered every last person who had a hand in my death. I just hope I can make it through the job's 90-day probation period. Mir ist jetzt aufgefallen, dass hier Stacheldraht und Sandsäcke sind. Okay. So, what's your name? Greaves. First name, Stabatha. Stabatha Greaves. Terrifying figure of utter horror. I do not have you on my list. Oh, they don't know I'm coming. And you said you had a job interview today in the sprawl? Well, not in the sprawl, but cutting through would save me some travel time. I'm headed to the outdoor wilderness camp. At Lake Scream and Die. I'm applying to be a camp counselor. Well, reapplying. Outdoor wilderness? I didn't know there was such a thing as indoor wilderness.
What do you think houseplants are? Touché. Also, ich würde gern mal, also... Whoa, what the heck was that? Was war das? What was what? That flash in your chest with all the weird writing. Oh, that old thing? That's a demonic hex that appeared over my heart the night that I died. It gives me the unnatural strength and endless stamina I need to hunt down camp counselors in the woods at night. Looks good on you. Aber war das Zugenagelte nicht seit dem Krieg? Ich weiß es nicht mehr gerade. Ich schicke die mal kurz in den Knast, aber ich würde gern das Dechiffrieren machen. Tabitha Greaves, you are hereby under arrest for the crime of wanting to kill a bunch of teenagers. I don't want to kill them. It's just been my sole purpose, driven by demonic motivation since I was raised from the dead. Save it for the courts. So long, Tabitha. Sorry, I forgot I cut your phone line and didn't fix it. I hate to leave you vulnerable. That's very considerate of you, Tabitha. How did you escape the guards taking you to prison? Oh, I killed them. Anyways, guess I'm taking the long way to Lake Scream and Die. If I don't get the job, because I was running late, I'll come back and tell you all about it. Oh God, what have I done? Dein Impuls, diese Horrorshow einzusperren, war korrekt. Allerdings wurden als Resultat deiner Entscheidung ein halbes Dutzend Wächter grausam ermordet. Das ist also nicht schön. Gab es einen Weg, sie ein für alle Mal aufzuhalten? Tani, kannst du bitte deiner Freundin mal erzählen, was daran falsch war, also die ganzen Leute umzubringen? Holy hell! What? Is it? And then is Okay, also wir machen einmal eine Peitsche. Was soll daran falsch gewesen sein? Ich habe entschieden, dass sie eingesperrt gehört und sie hat sich mir widersetzt. Whoa, what the heck was that? Und zurückspulen wäre das Game echt fies. Yep. That flash in your chest with all the weird writing. Aber deswegen dürfen sie ja fies sein. Oh, that old thing? That's a demon. So. Kann ich es einfach dechiffrieren? Ich meine, ich sehe es ja eigentlich nur, wenn es leuchtet. Okay, es leuchtet dann einfach. Lass zu mir den Pfosten. Nein! Did you just decode the hex on my heart without asking me? Entschuldigung, war das übergriffig? Oh, I guess I did. I'm sorry. That's a little presumptuous. I don't have to read it if you don't want me to. No, go ahead. I'm curious what it says myself. Entschuldigung. It translates to, if this hex is read out loud, the cursed shall return to whence they came. Wait, on second thought, no! Cattle will be in Family Son. Hey, I remember you. How have things been? Well, this has been one for the books. Ich bin verwirrt. Du hast den Dämonen ausgetrieben. Dämonen? Naja, der von dieser untoten Serienmörderin Besitz ergriffen hatte. Bravo. We got a call there may or may not be something strange going on in your general vicinity. Who are you now? Ghost Finders. Ghost Finders! Hallo Vampir und hallo Steff. Oh. Okay, erzähl mal. Ghost Finders? So what, you find ghosts?
That's right. People call us when they suspect some paranormal activities. We come in and we find out what's what. Listen, buddy, you're not fooling me. Everyone knows ghosts don't exist. That is what all the experts say. And the scholars. And the historians. And just about everyone else around the sprawl. But are you sure they don't? I mean, I'm pretty sure. But not 100%? Well, not 100. Boom, Ghost Finders at your... Oh, Entschuldigung. Ich mach mal das Truthspray. Ich habe also viel zu viel Kristall ausgegeben. Erzählt jetzt mal. It's common knowledge that there's no such thing as ghosts, but people will pay a pretty penny to commune with their lost loved ones. If we provide a bit of comfort to people in need, what's the harm? Especially if they've happened to prepare a little dinner as well. Maybe some finger foods. Hard to get a proper home-cooked meal these days, and typically there's some food to go around after a death. Wir sind im Krieg, ihr Arschlöcher. Raus. Glaub's hackt. I guess we'll have to take our equipment elsewhere. And remember, kid, if there's something strange and it don't look good... Just go already. Ghost Finders. Du hast keine Angst vor keinem Geist und du lässt dich auch nicht von Betrügern einlullen. Gut für dich. Aber bist du 100% sicher, dass es keine Geister gibt? Passt schon. It is imperative that you invite me in. The sun is coming up. You again? You're the most blatant vampire I've ever seen. I'm not gonna invite you in. Also, stop putting it that way. It's creepy. So rude. Are you sure you won't hear me out? After our last interaction, you know, the one where you wasted my evening counting that infernal bag of rice, I met my lovely bride, Myrna, who now waits for me with a group of our close friends and family to tie the knot in the vampire crypt. Please, invite me in for eternal love's sake. It just sounds so creepy when you ask me to invite you in. Like every human instinct tells me not to. Just give me more to work with, Heine. Heine. Heinrich. Well, Lil, as you may or may not know, in addition to being a vampire, yes, I said it, I am a chiropractor for creatures of the night. We feel pain too. Good lumbar support is rare these days. Well, I wish to continue to be a pillar of my community. I wish to marry the love of my life, Myrna, and we hope to start a family together someday. Warte, aber also eine Familie starten als Vampir, das heißt ja, ihr wollt andere Kinder verwandeln. Nee, das finde ich nicht gut. Wie? Can vampires be dads? I mean, I wasn't really looking to have the talk with you tonight. Ja, doch. Erzähl mal. Heck, not what I meant. I think I've got enough to go on now. Finally, I can still make it. Ja, komm. Don't make me regret this, Heinrich. I invite you into the sprawl to get creepy married. You have just completely redeemed yourself, Lil. My love, I'm coming. Hä, wie? Ich krieg nur 20 Gold. Hä, sonst waren es immer 30. Ihr Knausrigen. Enttäuschend. Erstmal streiken, ja wirklich. Tacos? Let me guess. We're finally gonna have the best friend taco party I've been dreaming about since level 5. Excuse me, what?
You're not a part of this, Chuck. Lil, I have something important to discuss with you. What's the story with the new bling? It was a gift from Tyronius on behalf of the Mages Guild to keep me safe. Tyronius has been giving me big bad guy energy since level 1. I would ditch that amulet immediately. Also vor allem, da es aussieht wie Sauron, ja? That is for me to decide. Lil, I have something I need to tell you. Desi, I know we talked about this, but are you sure? Lil's done a lot for us. I am not having this conversation again. It is entirely inappropriate what you've been put through. That is why tomorrow will be your last guard shift. But we're at war. I've been doing a good job, I think. I feel like in lots of little ways I've been, I don't know, changing the course of fate. Desi, sure, she's a kid. And no, it's probably not fair. But she's proven she's more than meets the eye plenty of times. You were the reason I asked her to uncover the spy in the GLA. Du musst Ron nicht gleich als Sau bezeichnen. Doch! Genau, Kamera fürs Schlafzimmer. Würde jeden interessieren, oder? True as that may be, it's time she was relieved of her duty. Die ist nicht mehr so nett, ne? Das macht die böse, ne? Bin verwirrt. Where is all of this coming from? I thought we were, you know, friends. Friends? With you? Someone who has been acting in her own self-interest against the crown? Tyronius has told me the true nature of your character. Tyronius? He's nuts, and he gives off real main villain energy. Why would you believe anything that creepy ghoul factory has to say? Weißt du, Bitch, wenn das deine neue beste Freundin ist, dann geh doch! Because he has accepted the role as my advisor. He's your 4th advisor? 4th, and perhaps only, if the other 3 remain so utterly useless. Ich hätte ihn umbringen müssen. You're gonna fire Stryker? I mean, I get shit cannon Ash and Malcolm, but hey, lass don't Ash you in think Ruhe. it's better to, you know, have multiple opinions when it comes to big decisions? Not anymore. And neither does Tyronius. He also thinks it is time for this little game to be over. These don't sound like your words. She's right, honey. They don't. Listen to me. I have made my decision. Tomorrow will be your final shift. We will not suffer those who speak against the Queen of the Sprawl. Desdemona, listen to yourself. I will not be spoken to like that by a filthy... Sie macht eine Pause. I'm sorry. I'm under so much pressure. I need to lie down. I don't feel quite like myself right now. Lil, I'm sorry, but it's almost time for the end. Chuck, take me home. Können wir ihr vielleicht das Medaillon von der Brust reißen? Wie widerstehen? This doesn't make any sense. I've worked my ass off for you and the bloody widerstehen sprawl. Not to mention the idiot triplet advisors, and now you're following that Tyronius asshole's advice? Fine, I quit. You can't quit. You were already relieved of duty. This sucks. I'm sorry, Lil. I'll try to talk to her. Good night. Lil hatte den Plan von Brunhilde, der moralisch Fragwürdigen, um es milder auszudrücken, die Kinder von Sprawl mit Süßigkeiten zu mästen und sie dann zu Pasteten zu verbacken, vereitelt. Die Hexe ging eingeschnappt davon. Sie besah sich ihren Plan genauer und dachte gründlich darüber nach, warum die Menschen die Vorstellung, Pasteten zu essen, die aus Kindern bestanden, so abscheulich fanden. Sie verwarf daher ihre Pläne und erschuf ein Sortiment mit veganen Apfelkuchen. Nachdem sie ihr Rezept monatelang immer wieder verbessert und angepasst hatte, backte sie einige der köstlichsten Kuchen, die man je gekostet hatte. Sie erschien auf der Titelseite der Zeitung Sprawl Tatler. Ihr Etablissement wurde zur besten Restaurant-Neueröffnung gekürt und allgemein herrscht große Freude. Bürgermeister Schreckliches Baumungeheuer traf genau in dem Moment im Rathaus von Sprawl ein, als die anderen Ratsmitglieder über einen umstrittenen neuen Gesetzesentwurf abstimmten. Ein Gesetz, das unter anderem Pläne umfasste, seinen Dunkelholzwald am Rande von Kallada abzuholzen.
Bürgermeister Schreckliches Baumungeheuer würde auf keinen Fall zulassen, dass sie sein Zuhause fällten. Er stoppte die Abstimmung sofort und begann mit etwas, das Zeugen dieses Tages als die am meisten in die Länge gezogene und verwirrend ausschweifende Rede, die sie je gehört hätten, bezeichneten. Sicher, Bürgermeister Schreckliches Baumungeheuer sprach nicht so langsam wie manch anderer seiner entischen Vetter, aber er wusste, wie man Zeit schinden konnte, wenn es darauf ankam. Diese Vernebelungstaktik wirkte, der Entwurf wurde abgelehnt und die Verabschiedung des Gesetzes war damit vom Tisch. Dies war der Höhepunkt der politischen Karriere von Bürgermeister Schreckliches Baumungeheuer. Die Einwohner des Waldes würden sich wegen des Gesetzesentwurfs zur Nutzung von Brettern aus dem Dunkelholzwald, für den Bau von Waisenhäusern für kranke und verletzte Kinder, die durch den Krieg von ihren Eltern getrennt wurden, und Unterstützung bei der Wiedererfindung der Eltern keine Sorgen mehr machen müssen. Nicht mehr. Als die Zombie-Horde sich allmählich vom Sprawl entfernte, trennte sich einer der untoten Wanderer von der Gruppe. Dieser Zombie traf auf ein Strandhaus an den kristallklaren Gewässern des Ines-Sees und schloss sich der dortigen Party an. Erstaunlicherweise war er der frühere Besitzer des Hauses und wurde auf der Party schnell von 2 seiner ehemaligen Angestellten erkannt. Sie wussten, dass es die Gäste erschrecken würde, ihren früheren Freund in seinem aktuellen Zombie-Zustand zu sehen. Sie kamen daher auf die wahnwitzige Idee vorzugeben, dass er kein Zombie sei. Deswegen begannen sie damit, ihn von Zimmer zu Zimmer zu bewegen und mit ihm allen arglosen Partygästen zuzuwinken und zuzunicken. Da er allerdings leider ein Zombie war und keine Leiche nahm dieses skurrile Nachspielen des Films immer Ärger mit Bernie ein unrühmliches Ende. Der Zombie biss seine beiden ehemaligen Angestellten sofort und verwandelte sie dadurch in 2 gehirnhungrige Monster. Die 3 verbrachten den Rest der Feier damit, die anderen Gäste zu beißen und zu verwandeln. Dieser Zombie wäre der perfekte Gastgeber gewesen, wenn da nicht eine kleine Sache gewesen wäre. Er war untot. Mit der Ankunft von Pauli konnte der Plan, einen geheimen Tunnel zu bauen, um Vorräte von außerhalb zu holen, offiziell in die Tat umgesetzt werden. Das Projekt wurde in Rekordzeit vollendet, wobei Anführer Pauli den großen Erfolg des Planes seiner treuen Schaufel zuschrieb. Zum ersten Mal seit Monaten fanden nicht unerhebliche Mengen Lebensmittel ihren Weg in den Sprawl. Das Entschlüsseln des Fluchs, der auf dem Herz von Tabitha Greaves lag, trieb den Dämonen aus und befreite ihre Seele aus seinen Klauen. Im Tode ruht sie endlich in Frieden. Tabithas frühere Freunde, die Betreuer aus dem Outdoor-Camp in der Wildnis am Schrei- und Stirbsee, beendeten ihre für den Sommer vertraglich festgelegten Verpflichtungen und fuhren nach Hause. Die Schuld allerdings, die sie aufgrund ihres Anteils am Tod von Tabitha verspürten, lastete schwer auf ihnen. Konnten sie nach dem, was sie getan hatten, wirklich wieder ihr altes Leben leben? Ein Jahr später trafen sie sich erneut am Schrei- und Stirbsee. Sie brachen alle nach und nach unter der Bürde ihres Geheimnisses zusammen. Tatsächlich schlug der stellvertretende Leiter der Betreuer Mitch Morrison vor, sich alle zu stellen. Er musste den Behörden erzählen, was sie letzten Sommer getan hatten, um sein schuldbehaftetes Gewissen zu erleichtern. Den anderen gefiel dieser Plan jedoch nicht. Sie wussten, dass sie es nicht zulassen konnten, dass Mitch ihr Verbrechen öffentlich machte. Sie mussten ihn zum Schweigen bringen. Da nun das Blut von 2 Morden an ihren Händen klebte, gingen die verschiedenen Betreuer des Zeltlagers nun wieder getrennte Wege, in dem festen Glauben, dass ihr Geheimnis sicher war. Fürs Erste. Der Dämon, den Lil Tabitha ausgetrieben hatte, fand ein perfektes neues Zuhause in Mitch Morrison und der Kreislauf geht weiter. Da ihnen der Zutritt zum Sprawl verweigert wurde und sie deswegen ihren Termin bei der Königin verpassten, fuhren die Geistersucher damit fort, die Einfältigen hinters Licht zu führen, vor allen Dingen, da sie behaupten konnten, Königin Desdemona die Kundin sei ihre Kundin. Dies verlieh ihrem Unternehmen einen Wachstumsschub und seitdem sind sie sehr gefragt. Bis zu diesem Tag haben sie immer noch keinen einzigen Geist gesehen, aber ihr Merchandise ist erste Sahne, genau wie ihre eingängige Erkennungsmelodie. Graf Heinrich von Pierce, Van Piers Hochzeit begann auf schöne Art und Weise, bis dieser nervtötende Van Helsing auftauchte und den offensichtlichen Vampir genau in dem Moment vor Sonnenaufgang tötete, was der romantischste Teil der Zeremonie gewesen wäre. Positiv gesehen war Myrna Herkin nun allerdings frei vom Fluch und der Kontrolle des Grafen und sie begann schließlich erneut eine Liebschaft mit ihrer alten Flamme Jonathan. Sie heirateten und bekamen einen Sohn namens Quincy. Sie waren eine sehr langweilige Familie. In jener Nacht verlor der Sprawl einen seiner besten Chiropraktiker. Ruhe in Frieden, Heinrich, du warst zu hübsch für diese Welt.